Du suchst eine kompakte DSP-Endstufe Monoblöcke von einem renommierten deutschen Hersteller für einen günstigen Preis. Dann bist du heute genau richtig hier. Ich habe nämlich was mitgebracht. Das hier sind ein paar Geräte aus meiner privaten Sammlung. Die Kartons hat man vielleicht schon mal gesehen, weil die stehen normalerweise hier hinten. Ich sortiere sie wieder ein. Hallo, mein Name ist Thomas und ich zeige euch heute ein paar Helix-Endstufen. Helix-Endstufen, da werdet ihr euch sicher denken, so, er hat dir doch schon mal eine Helix-Endstufe vorgestellt. Genau, da könnt ihr das Video anschauen. Und zwar habe ich die alte Helix, die auch noch dahinter steht, die habe ich mal getestet, die habe ich mich mal angeguckt, was da alles drauf ist und so weiter. Aber heute geht es ein bisschen was anderes. Helix, generell, wenn man sagt, okay, Helix, was für Helix-Endstufen gibt es überhaupt? Also es gibt die CPVHMD-Reihe und früher gab es noch eine G-Reihe. Also schon, ja, relativ viele Serien von Endstufen, die Helix uns da zur Verfügung stellt. Heute gucken wir uns gemeinsam mal die M-Serie an. Aber was ist die M-Serie überhaupt? Die M-Serie liegt preislich unter der CPV-Serie, aber über der D-Serie. Also ich sag mal schon günstige Geräte, die jetzt nicht super krass teuer sind, die jetzt auch von der Performance nicht super ultra High-End sind, die aber wirklich Power haben, einen guten DSP eingebaut haben und eigentlich schöne, kleine, kompakte Endstufen sind. Die gesamte M-Serie, die es gibt, die wird in China produziert. Das heißt, das sind jetzt, ja, das sind Geräte der Firma Helix. Helix ist ein deutscher Hersteller, aber die M-Serie preistechnisch wird die halt in China zusammengesetzt. Trotzdem gibt es in diesen Geräten etwas aus Deutschland, also klar, die komplette Know-how, die komplette Aufbau, alles ist natürlich in Deutschland entwickelt worden, aber das DSP-Board, was auf den entsprechenden Endstufen drauf ist, das heißt, wenn wir jetzt gleich von einer DSP-Endstufe sprechen, dann ist dieses DSP-Board, das ist made in Germany. Was für eine Art von Endstufen sind diese Dinger hier überhaupt? Also diese Helix M-Serie, das sind komplett Class D Endstufen. Class D Endstufen heißt, das sind digitale Endstufen, die sind nicht analog. Also klar haben wir analoge Ein- und Ausgänge, brauchen wir nicht drüber reden, aber der Verstärkeraufbau hier drauf ist halt Class D. Das ist relativ sparsam, das ist relativ kompakt, hat nicht so viel Abwärme, ist effizient. Eigentlich eine ganz coole Mischung. Wenn man halt einmal in die Vergangenheit guckt, seit wann gibt es überhaupt diese M-Serie? Ja, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann findet man raus, die ersten 3 Endstufen dieser M-Serie sind bereits 2018 rausgekommen. Das heißt, wir sind jetzt Ende 23, das heißt, über 5 Jahre sind die Dinger jetzt alt. Hat jetzt nicht allzu viel zu sagen, aber ja, die gibt es schon 5 Jahre, diese Serie. Also es ist jetzt nicht irgendetwas, was gestern rausgekommen ist oder so. Die ersten Endstufen der Serie, 3 Stück, waren einmal ein Einkanal-Monoblock, die M1. Es gab eine 4-Kanal-Endstufe, die M4 und eine 6-Kanal-Endstufe, die M6. Die komplette Serie hat quasi 2020 nochmal ein Upgrade gekriegt. Ein Upgrade in Form von, es gab auf einmal auch einen stärkeren Monoblock, die M1X. Habe ich hier liegen, gucken wir uns gleich an. Dann gab es für die beiden Mehrkanal-Endstufen, das heißt für die M4 und für die M6, gab es ein DSP-Upgrade. Was heißt Upgrade? Gab es ein DSP mit drin, weil die M6 und die M4, die es vorher gab, die waren halt ganz normale Endstufen mit Cinch-Eingängen und allem drum und dran. Aber jetzt gibt es halt auch die M4 DSP und die M6 DSP, das heißt eine DSP-Endstufe. DSP-Endstufen habe ich euch auch schon mal gezeigt, könnt ihr euch da angucken. Also was haben wir jetzt? Wir haben jetzt in dieser kompletten Serie haben wir 6 Endstufen, wir haben einen kleinen Monoblock, wir haben einen großen Monoblock, wir haben eine 4-Kanal, wir haben eine 4-Kanal mit DSP, wir haben eine 6-Kanal und eine 6-Kanal mit DSP. Also wirklich mittlerweile eine mächtige Serie, die wir da haben. Die Endstufen, die ich quasi hinten in Kartons bzw. hier auf dem Tisch habe, sind alles meine Endstufen. Das sind alles gebrauchte Endstufen. Die waren auch schon alle eingebaut im Auto. Das heißt, nicht wundern, wenn hier irgendwie mal ein Fleckchen dran ist, irgendwo schon mal was abgekratzt ist oder sonst irgendwas. Aber anhand dieser beiden Endstufen kann man eigentlich relativ gut zeigen, wie groß die Dinger denn sind. Weil es gibt nur 2 verschiedene Gehäuse
Größen. Die große Gehäusegröße ist halt 32 cm, 15,4 cm und 5 cm hoch. In dieser Größe gibt es die M1X, es gibt die M6 DSP und es gibt die M6. In der kleinen Größe gibt es halt die M1, die habe ich nicht hier. Es gibt eine M4 und eine M4 DSP. Die kleine Gehäusegröße ist genauso hoch wie die andere, das heißt wir reden hier von 15,4, 5 cm, aber nur 23 cm lang. Das heißt, wenn ich hier so meine Hand daneben halte, könnt ihr ziemlich gut einschätzen, wie groß die beiden Dinger sind. Und halt in diese beiden Gehäuse ist alles drin. Das heißt M6, M1X, M4 und in die M1. Die M1 habe ich jetzt nicht hier, aber wenn wir uns vorstellen, das wäre hier die M1, weil die sieht halt vom Gehäuse ähnlich aus. Klar sind die Anschlussmöglichkeiten andere, aber ansonsten das Gehäuse ist halt das gleiche. Dann haben wir hier, wenn ich das mal abdecke und das jetzt eher eine M1 wäre, dann würde die das Monoblock, also nur einen Kanal haben, 240 Watt an 4 Ohm liefern, 410 Watt an 2 Ohm, 600 Watt an 1 Ohm bei einem Dämpfungsfaktor von 100. Und diese Stufe gibt es circa neu für 250 €. Also ein schöner kleiner Monoblock für so einen kleinen Subwoofer. Nichts Tolles. Der große Bruder, das ist halt das Upgrade von der M1. Die M1X, die habe ich tatsächlich hier, die war auch schon angeschlossen. Die macht wirklich ihren Job sehr, sehr gut. Die macht an 4 Ohm 400 Watt, an 2 Ohm 700 Watt und an 1 Ohm über 1 kW, das heißt 1030 Watt bei einem Dämpfungsfaktor von 1050. Die Endstufe kann man aber brücken, was heißt brücken, ist Monoblock, aber man kann die mit einer zweiten One X linken. Das heißt, es gibt so einen sogenannten Twin Power Link Modus und im Twin Power Link Modus, dann brauchen wir 2 von diesen Geräten, kriegt man 1400 Watt an 4 Ohm und 2060 Watt an 2 Ohm raus. Also richtig, richtig viel. Die Endstufe kostet neu aktuell so ca. 350 €. Also ein wirklich schöner, kleiner, kompakter Monoblock. Deutscher Hersteller, nicht irgendwie China-Zeugs oder sonst oder Brasilien, was auch immer. Sondern schöne deutsche Ingenieurskunst, aber auch mit ordentlich Leistung. Und wie gesagt, 2 davon mit noch mehr Leistung. Wenn man jetzt sagt, okay, die Endstufe, die ist mit 350 € jetzt nicht teuer. Wenn ich 2 davon habe, bin ich bei 700 € und kriege da halt 2 kW draus. Das ist auch noch ein Preis, den man irgendwie verkraften kann. Ich muss aber dazu sagen, qualitativ und soundtechnisch ist das Ding ganz, ganz geil. Ich weiß auch, der Kollege hier bei YouTube, der Peter Steinbacher von PS Sounds, der verbaut die Endstufe auch sehr, sehr gerne in ultra High-End Ausbauten, wie er selber sagt. Also echt zu empfehlen, das Stück, und gar nicht mal so übel für den Preis. Kommen wir zu den 4-Kanal-Endstufen. Also wie gesagt, das hier ist jetzt die M4 DSP. Die gibt es auch ganz normal nur als M4 ohne DSP. Die Endstufe macht relativ easy und stabil ihre 4x100 Watt an 2 Ohm und an 4 Ohm. Das heißt, es ist egal, was wir anklemmen, 2 Ohm, 3 Ohm, 4 Ohm, es kommt immer 4x100 Watt raus aus dieser Endstufe. Ohne DSP, mit DSP genau das gleiche. Die M4 ohne DSP, das heißt jetzt nicht die DSP-Version, sondern die ohne DSP, ganz normale 4-Kanal-Endstufe, gibt es aktuell für ca. 300 € im Laden. Also, ja, wirklich auch ein guter Schnapper. Die M6, quasi das gleiche Ding mit 6 Kanälen, und in dem großen Gehäuse habe ich da, das heißt, das Gehäuse ist da hinten, die ist aber gerade im Auto eingebaut. Die hat eigentlich genau das gleiche wie die 4-Kanal. Die hat halt einfach 6 mal 100 Watt an 4 und an 2 Ohm und natürlich auch an 3 Ohm. Das heißt, ein bisschen größer vom Formfaktor, weil irgendwo müssen die Transistoren und so herein. Aber im Endeffekt genau das gleiche. Das heißt, wir haben einfach mal 6 mal 100 Watt, egal was wir tun. Die Versionen ohne DSP haben natürlich eine relativ breite Weichenmöglichkeiten. Das heißt, da kann man halt die Kanäle entsprechend mit Weichen anpassen, Gains regulieren und so weiter und so fort. Ich habe die M4 und die M6 aber gar nicht. Ich habe nämlich eine M4 DSP und eine M6 DSP im Auto unten. Die M6 ohne DSP kostet aktuell auf dem Markt ca. 450 €, was für eine 6-Kanal-Endstufe auch ein guter Preis ist.
Sowohl die M6 als auch die M4 kann man aber noch zusätzlich brücken. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Brücken ist, wenn man halt zwei Lautsprecherausgänge zu einem zusammenschaltet und ja, dadurch dann quasi doppelt so viel Leistung kriegt. Was heißt jetzt doppelt so viel Leistung? Wie viel kommt dann tatsächlich raus? Einfach doppelt so viel. Bei der M4 DSP reden wir dann halt bei 2 Kanälen, weil 2 ja gebrückt sind, von 2 mal 200 Watt. Bei der M6 reden wir von 3 mal 200 Watt, weil da haben wir 6 Kanäle durch 2, 3 mal. Man kann es aber auch mischen. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, man nimmt die M6 für ein 2-Wege-Frontsystem und dann sagt man, okay, für die Hochtöner nehme ich halt die 2 mal 100 Watt. Die anderen 4 Kanäle brücke ich und habe dann für die Tief-Mitteltöner halt 200 Watt zur Verfügung. Gebrückt sind die beiden Endstufen dann aber nur 4 Ohm stabil. Das heißt, da können wir dann halt wirklich nur 4 Ohm Lautsprecher anschließen, keine 3 oder 2 Ohm Lautsprecher. Kommen wir jetzt zu dem Upgrade, was es 2020 gab. 2020 gab es nämlich das DSP-Upgrade. Das heißt, M4 gab es vorher schon, DSP kam dann dazu. Was heißt das? Was ist da drin? Kann man das gebrauchen? Ist das toll? Was auch immer. Ich finde ja. Also es gibt jetzt auch eine M4 DSP und eine M6 DSP. Von den Leistungswerten sind die identisch zu ihren Brüdern und Schwestern ohne DSP. Das heißt, wir reden immer von diesen 100 Watt pro Kanal. Alles super. Aber dann wurde halt noch dieses deutsche DSP-Board da rein integriert in diese Endstufen. Und dadurch ist es halt ein vollwertiger DSP-Verstärker. Habe ich ja schon mal erklärt. Das heißt, da ist halt ein digitaler Soundprozessor mit drin. Und dieser digitale Soundprozessor ermöglicht dann halt die ganzen Aktivweichen, Laufzeitkorrektur etc. pp. Der DSP, der jetzt hier in dieser M4 DSP drin ist und der in der M6 DSP drin ist, der ist zu vergleichen mit einem Helix Pro DSP. Also ein Helix Pro DSP ist schon jetzt nicht irgendwie die kleinste Version oder sonst was, sondern das ist schon ein richtig, richtig gut ausgewachsener DSP. Man muss sagen, die Einschränkung bei dieser Serie ist, dass die nicht Hi-Res-fähig sind. Nicht Hi-Res-fähig heißt, die verarbeiten intern alles nur mit 44 Kilohertz. Das heißt, wenn wir da wirklich mal so 96 Kilohertz Material reintun, dann wird das halt einfach oben und unten abgeschnitten. Das heißt, Hi-Res können die Dinger hier nicht im Vergleich zum Helix Pro DSP. Aber ansonsten, wir haben hier ein C-Kanal DSP drin. Was heißt jetzt C-Kanal DSP? C-Kanal DSP bei einer 4-Kanal-Endstufe heißt, wir haben noch 6 Ausgänge. Wenn man sich das anguckt, hier haben wir tatsächlich Line-Outputs. Hier kommt so ein Steckerchen rein mit Cinch-Ausgängen. Und dann haben wir hier zusätzlich 6 Kanäle, die in diesem DSP hier komplett berechnet werden können und dann weiterhin verwendet werden können. Heißt, wir können hier noch eine 4-Kanal-Endstufe anschließen oder gegebenenfalls könnten wir hier nur eine M6 anschließen. Das würde alles funktionieren. Die Cinch-Ausgänge, die wir hier sehen, die sind vorverstärkt und die haben eine Ausgangsspannung von bis zu 6 Volt. Das heißt, hier kommt tatsächlich mal richtig hohes Signal raus, was richtig cool ist. Wir haben einen optischen Eingang, das heißt, wir können hier auch mit dem Toslink-Kabel einfach hier quasi reingehen und das Signal dann ohne Störsignale hier direkt reintun. Wir haben einen Anschluss für einen Controller, das heißt, wir können hier einen Konduktor oder andere Helix-Produkte anschließen, womit wir von vorne den kompletten DSP bedienen können. USB zum Einstellen logischerweise des DSPs. Dann haben wir hier die High-Level-Inputs, wir haben einen Remote-Ausgang. Wir haben normale Line-Inputs für wenn wir ganz normal Cinch-Sachen haben. Und wenn wir uns die andere Seite angucken, haben wir hier ganz normal unsere Ausgänge. Das heißt, hier sind unsere Lautsprecherausgänge, hier sind unsere Stromanschlüsse und der Remote. Also, soweit passt das eigentlich echt ganz cool. Ja, es ist ein gut ausgestatteter DSP, der hier drin ist, zusammen mit einer 4-Kanal-Endstufe. Das Ding, was ich jetzt im Auto habe, ist halt ein bisschen größer, so wie hier, ja, habe ich ja schon erzählt. Und das Teil hat halt einfach 6 verstärkte Ausgänge und nur 4 Vorverstärkerausgänge. Das heißt, der hier hat halt 6 Vorverstärkerausgänge, der andere, die M6 DSP, hat 4 Vorverstärkerausgänge. Diese 4 Vorverstärkerausgänge kann man dann logischerweise auch für einen Subwoofer benutzen oder für irgendwie ein Hex-System benutzen oder sonst irgendwas. Kann man alles mitmachen, kann man echt viel mitspielen und es ist ein richtig vollwertiger 10-Kanal-DSP. Und das
was kostet der ganze Spaß? Weil, ja klar, hier super geil, DSP hier, DSP da, aber erzähl doch mal, was das kostet. Und das ist wirklich, ich finde, das ist preis-leistungstechnisch eine sehr, sehr geile Serie. Die 4-Kanal-Endstufe mit DSP kriegt man aktuell neu für um die 600 Euro. Wenn man sich die 6-Kanal anschaut, zahlt man nur 100 Euro mehr, das heißt, da ist man bei 700 Euro. Und man hat ein 10-Kanal DSP, eine 6-Kanal Endstufe. Ja, was will man mehr? Für 700 Euro? Also, ja, es gibt logischerweise noch günstigere DSP-Endstufen in dem Budgetbereich. Was man hier zugute halten muss, ist, diese Endstufen von Helix mit dem 10-Kanal DSP, die haben hier auch diese von Helix bekannte Arco-Plattform. Und diese Arco-Plattform bedeutet, wenn diese DSPs eine Arco-Plattform haben, dass die halt mit dem DSP-Tool 5 kompatibel sind. Und das DSP-Tool 5 von Helix ist, ja, sehr, sehr mächtiges PC-Tool. Das werde ich in einem der weiteren Videos, da werden wir sicherlich noch zu kommen, weil ich habe noch so ein paar Sachen vor mit Helix. Und da werden wir auch auf das DSP-Tool eingehen und so. Aber das, was hier quasi auch mit dem Controller, der hier drauf ist, möglich ist, eine Eingangskorrektur, alles Mögliche. Und das halt für den Preis in der Endstufe, in der Größe, finde ich halt irgendwie super cool. Muss ich echt so sagen. Und wenn jetzt einer sagt so, hey cool, dann ist ja quasi die M4 DSP und die M6 DSP vom DSP identisch, würde ich sagen, ja, fast. Warum fast? Ich habe einfach beide Verpackungen hier, ich habe mir beides angeguckt und da ist eine Sache aufgefallen. Und ich kann euch nicht wirklich sagen, was besser ist, aber ich will es einfach mal vollständigkeitsweise hier mal reintun. Die M4 DSP ist halt 4-Kanal und die ist mit einem 32-Bit DA-AD-Wandler von AKM bestückt. Das heißt, das ist eigentlich relativ cool, weil die Eingangsdaten, die hier reingehen, halt wirklich, wenn wir jetzt was Analoges hier reintun, das wird dann halt in 32-Bit, das heißt relativ breite Wortbreite, auseinandergenommen, um dann verarbeitet zu werden. Die M6 DSP, die halt den quasi gleichen DSP hat, die hat halt nicht die 32-Bit AKMs drauf, sondern die hat ein 24-Bit Bourbon DA-AD-Wandler drauf. Das heißt, da reden wir halt um 12-Bit weniger. Eigentlich nicht so cool. Intern sind wir da sowieso am Rechnen und am Machen. Das heißt, da sind wir an dem DA-AD-Wandler gar nicht so... Also klar sollen die möglichst gut sein, brauchen wir nicht drüber reden. Und je größer, das heißt, je mehr Bits wir da haben, desto sinnvoller können wir damit arbeiten. Aber an der Stelle, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, aber wir haben auf jeden Fall zwei verschiedene und das wollte ich einfach nur zur Vollständigkeit halt nochmal mitteilen. Sind die Sachen jetzt gut? Sind die Sachen jetzt, kann man damit irgendwie erfolgreich werden oder sonst irgendwas? Aktuell kann ich sagen, ja. Dieser große Pokal, der da steht, der da, das ist hier der 3. Platz auf dem Emma-deutschen Finale für Multimedia 2.0. Auf jeden Fall wurde der halt mit der M6 DSP geschafft. Damit bin ich dann auch deutscher Meister geworden, weil die ersten und zweitplatzierten Briten waren. Glückwunsch dazu, vielleicht sieht man sich ja auf dem Eurofinale. Mal gucken, ob ich hinfahre. Aber ja, also man kann mit diesen Endstufen tatsächlich auch mal was gewinnen. Also es funktioniert. Das sind jetzt keine schlechten Endstufen. Wenn mich jetzt aber jemand fragen würde, sind dann jetzt die geilsten Endstufen, die ich kenne? Sicherlich nicht. Also für den Preis können es auch eigentlich gar nicht die geilsten Endstufen sein, die man irgendwie hat. Ja, also die sind halt preis-leistungstechnisch, haben die ein super Feature-Set. Die haben einen brauchbaren DSP an Bord. 10-Kanal. Also wirklich mehr als man eigentlich braucht. Also im normalen Car-HiFi-Setup. Die haben genug Leistung. Die sind teilweise brückbar. Die haben halt die Twin-Möglichkeiten von der One X. Das sind alles coole Sachen, die halt wirklich für so eine günstige Serie, also ich weiß, es gibt günstigere Sachen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist jetzt qualitativ hochwertig, das ist cooles Zeug, das ist super zu anfassen, das ist geil verarbeitet
und trotzdem preistechnisch sehr in Ordnung, meiner Meinung nach. Man kann damit halt auch mal was gewinnen und ja, die Dinger rauschen vielleicht ein bisschen. Heißt, wenn ich meine Zündung anmache im Auto, dann kommt aus den Lautsprechern ein leichtes Rauschen. Aber es ist aber wirklich sehr leise. Das heißt, ich höre zwar, okay, wenn jetzt kein Musiksignal da reinkommt, dann höre ich die und dann weiß ich auch, okay, die Anlage ist an. Das ist ganz praktisch. Das war, ja, wenn man andere Sachen einbaut, wenn man hochwertigere Sachen einbaut, dann ist das halt nicht da. Das heißt, da macht man die Zündung an und man weiß nicht, ist die Anlage jetzt an oder nicht und irgendwann kommt Musik raus. Hier ist es halt so, man hört ein leises Rauschen. Es ist im Rahmen, es kriegt keine Punktabzüge bei irgendwelchen Wettbewerben oder sowas. Man merkt halt einfach nur, okay, da ist etwas da. Wenn man das vergleicht mit anderen DSPs, das heißt, ich hatte früher auch Sachen von anderen Herstellern drin, klar, und auch die haben gerauscht. Das ist normal, ja, das ist jetzt nichts Übles, aber würde ich einfach mal drauf hinweisen. Ja, wenn ihr das Ding anschließt, dann hört ihr ganz leise etwas. Nicht schlimm. Aber eine geile Serie. Preis-leistungstechnisch nochmal alles dabei, was man braucht. Monoblöcke, 4-Kanal. Es würde theoretisch eine 2-Kanal fehlen, aber man kann sie erbrücken. Deswegen wollte ich euch diese Serie hier unbedingt mal zeigen, weil auch ich bin nur auf Umwege auf diese Serie gekommen. Und dann habe ich sie eingebaut. Erstmal die, dann die M6 DSP. Den Monoblock hatte ich auch schon drin. Einfach eine lustige, schöne Art von Endstufen. Aber so wie es halt immer ist, man kann upgraden, man will upgraden. Deswegen, ich habe vielleicht was da hinten stehen, was ich euch demnächst zeigen will. Deswegen, wenn euch das interessiert und ihr sehen wollt, was macht der Thomas als nächstes, lasst einfach ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis demnächst, euer Thomas. Tschüssi.